Einem Maschinenbetreiber entsteht die Idee einer neuen Maschine. Diese gibt er an einen Maschinenbauer weiter. Der leitet hieraus anschließend die Anforderungen und Spezifikationen ab. Aus diesen Anforderungen werden die notwendigen Komponenten von den Lieferanten ausgewählt. Dafür greifen diese auf unternehmensinterne Tools wie den Commivis Studio 6 Konfigurator zurück. Heute werden diese Informationen im Rahmen digitaler Zwillinge behandelt. Eine mögliche Repräsentation digitaler Zwillinge sind die Konzepte der Verwaltungsschale von der Plattform Industrie 4.0. Hier erfolgt das digitale Engineering der Maschine. Auch die Komponentenlieferanten stellen die Verwaltungsschalen ihrer Komponenten zur Verfügung. Dadurch wird der Informationsgehalt der Verwaltungsschale der Maschine digital angereichert. Nach der Spezifizierung und Konzeptionierung der Maschine kann bereits mit der Entwicklung des PLC-Codes des Automatisierungssystems begonnen werden. Der PLC-Code kann mittels virtueller Inbetriebnahmen sehr frühzeitig anhand einer virtuellen Maschine evaluiert werden. Das hat Vorteile. Fehlerfälle werden frühzeitig erkannt und können in der Entwicklungsphase der Maschine berücksichtigt werden. Zur Erstellung einer solchen virtuellen Inbetriebnahme können die in der Verwaltungsschale gesammelten Informationen wiederverwendet werden. Über die proprietäre Software MATLAB Simulink möchte man letztendlich die Simulation der Maschine, also die virtuelle Inbetriebnahme, durchführen. Anhand der Informationen aus den Verwaltungsschalen der Komponenten soll am Ende ein Simulationsmodell automatisiert generiert werden. Der AASX Package Explorer ist ein Tool, mit dem die Informationen aus den Verwaltungsschalen über eine GUI dargestellt und bei Bedarf angepasst werden können. Aus der Maschinenanordnung und der Verknüpfung der Verwaltungsschalen kann die Bill of Material generiert werden. Im Teilprojekt DEZ wurde eine einheitliche Beschreibung für Simulationsmodelle und deren Verschaltungen entwickelt, die Simulation Model Description, kurz SMD. Hier werden essentielle Informationen zu den Simulationsmodellen beschrieben. Dazu zählen etwa Portbeschreibung und topologische Verschaltungen der Komponenten. Mit dem ebenfalls entwickelten Tool SMD Exporter wird aus der Bill of Material die SMD generiert. Zum Einlesen der SMD in MATLAB Simulink wurde ein Tool Gateway entwickelt. Dieses liest zunächst die SMD ein. Zudem lädt es die in der Verwaltungsschale referenzierten Modelle in das Simulink-Modell. Die einzelnen Simulationsmodelle werden automatisiert positioniert. Unter anderem können auch Modelle nach dem FMI-Standard geladen werden. Zur Durchführung der virtuellen Inbetriebnahme wird das Echtzeit-Simulationssystem Scalexio der Firma D-Space eingesetzt. Auf diesem System können Modelle im Zeitraster der Stromregelung von E-Motoren in Echtzeit realisiert werden. Somit sind zum Beispiel sehr genaue Untersuchungen zum Leistungsbedarf der Maschine möglich. Das gesamte Simulationsmodell besteht aus den Modellen der einzelnen Komponenten. Dazu zählen zum Beispiel Leistungs- oder Motormodelle und Modelle der KEB Drive Controller, die die originale Firmware beinhalten. Dadurch werden Modelle eingesetzt, die das Verhalten des realen Antriebs bestmöglich abbilden. Aus diesem gesamten Simulationsmodell wird der Echtzeitcode über die D-Space Toolchain generiert und auf das Scalexio-System geladen. Diese Firmware-Simulationsmodelle sind über die Realtime Ethernet-Schnittstelle EtherCAT im Scalexio-System mit der PLC verbunden. Über ein HMI wird die PLC hochgefahren und es wird die Kommunikation mit dem Realtime Ethernet EtherCAT eingerichtet. In der Realität würde die PLC die einzelnen realen Slaves über das EtherCAT initialisieren. Im Falle der virtuellen Inbetriebnahme werden die EtherCAT-Frames an die EtherCAT-Schnittstelle des Scalexio-Systems gesendet. Dort werden die für die Simulation relevanten Informationen an die integrierten Slaves weitergeleitet. Entsprechend werden die Antworten der simulierten Slaves zurück an die PLC geschickt. Dadurch, dass die entwickelten Simulationsmodelle die originale Firmware beinhalten, reagieren die Simulationsmodelle sehr realitätsgetreu. Zudem können sie zum Beispiel bei falscher Parametrierung im PLC-Code einen entsprechenden Fehlercode zurückschicken. Nach dem Hochfahren wird der PLC-Code auf der PLC ausgeführt. Insgesamt erkennt die PLC keinen Unterschied, dass eine virtuelle Maschine im EtherCAT angeschlossen ist. Auf einem Desktop-PC kann parallel eine 3D-Visualisierung der Maschine dargestellt werden.
Hiermit lässt sich das Bewegungsverhalten der virtuellen Maschine beurteilen. 3D-Visualisierungen können darüber hinaus für Mitarbeiter sowie Kundenschulungen eingesetzt werden. Nun kann mit der lauffähigen Simulation der virtuellen Maschine der PLC-Code anhand eines Plans getestet und in Betrieb genommen werden, virtuell und ohne die Gefahr der Beschädigung von Maschinenteilen oder Personen. Der an der virtuellen Maschine entwickelte und getestete PLC-Code kann später mit der realen Maschine verwendet werden. Auch in diesem Fall wird die PLC keinen Unterschied zwischen der virtuellen und der realen Maschine erkennen. Eine virtuelle Inbetriebnahme kann Entwicklungszeiträume signifikant beschleunigen. Das reduziert den Aufwand bei der realen Inbetriebnahme und standardisiert Abnahmen deutlich.